Die UES Contact Light, ein Raumfrachter des Delivery and Transport Service, befindet sich gerade auf einem Transportflug, als durch eine Explosion im Lagerraum 1 das Schiff schwer beschädigt wird. Die Explosionen breiten sich rasch aus und das Schiff mitsamt seiner Fracht stürzt über einen Planeten ab. So viel ist von der Story schon einmal sicher im Intro erkennbar. Auch die Tatsache, dass Providence, der finale Endboss, die Explosion selbst verursacht hat, wird schon gezeigt. Doch einige Fragen sind noch nicht beantwortet. Die Spielecharaktere sind immer Überlebende des Absturzes, entweder Menschen oder Roboter, die zur Crew gehören, oder im Falle Arcades eher Gefangene, die auf dem Schiff transportiert wurden. Das Ziel ist klar, sich einen Weg zum Raumschiff freikämpfen und den Planeten wieder hinter sich zu lassen. Nun aber zu den Themen, bei denen wir weniger Bescheid wissen. Warum greift uns zum Beispiel jedes Lebewesen auf dem Planeten direkt bei Sichtkontakt an? In den Monster-Logbüchern steht eindeutig geschrieben, dass selbst ansonsten friedliche Spezien wie die kleinen Steinkolosse oder die sogenannten Kinder sofort feindlich auf unseren Charakter reagieren. Auch die Masken, die im Zentrum der Feuergegner schweben, werden als normalerweise unbelebt und überall auf dem Planeten verstreut beschrieben. Es ist also wahrscheinlich, dass eine höhere und größere Macht versucht, uns umzubringen. Diese Vermutung wird zum einen durch die Monster-Logbücher verstärkt, da hier dieselbe Spekulation getätigt wird. Aber es wird sogar ein recht eindeutiger Hinweis darauf gegeben, dass Providence diese Macht sein könnte. Aber eben in dieser Charakterbeschreibung, wo uns dieser Hinweis gegeben wird, werden uns ein paar der interessantesten Fragen erst gestellt. Der Charakter sagt, er fühle sich schrecklich, ohne zu wissen, warum, nachdem er Providence getötet hat. Außerdem weiß er nichts über den Teleporter, den Providence nutzte, um an Bord der UES Light zu kommen. Wer ist Providence also und was ist seine Motivation? Was bezweckt er mit seinen Taten? Wörtlich übersetzt bedeutet Providence Vorhersehung, Weitsicht oder Fürsorge und fällt oft im Zusammenhang mit göttlichen und religiösen Texten. Ist Providence also eine Art Gott? Sein Untertitel Bulwark of the Weak, also auf Deutsch Bollwerk der Schwachen, lässt vermuten, dass er eine Art Beschützer, entweder maschineller, magischer oder göttlicher Natur ist. Durch die Items in Risk-of-Rain wissen wir, dass es Geister und Magie in dieser Welt gibt, aber auch sehr weit entwickelte Technologien. Doch meinerseits glaube ich eher, dass er ein göttliches Wesen ist, eine Art Beschützer des Planeten, auf dem wir gestrandet sind. Denn er beschwört seinen eigenen Schatten, um gegen uns zu kämpfen und kann anscheinend ja auch alle Bewohner des Planeten koordinieren und auf uns hetzen. Sein gesamtes Outfit und sein Bewegungsmuster unterstreichen diese Göttlichkeit und Überlegenheit in meinen Augen nochmals. Doch hier stellt sich eine simple Frage. Warum attackiert dieser Beschützer einer Welt, wenn er dies denn ist, ein vorbeifliegendes Handelsschiff? Hierzu habe ich mehrere Theorien gefunden. Die erste Theorie wäre, dass er nicht zwischen zivilen und militärischen Schiffen unterscheiden kann oder will und deswegen alles angreift, was seinem Planeten zu nahe kommt. Hier fehlt mir aber ein sehr wichtiger Punkt, nämlich wie denn der Teleporter auf die UES Light gekommen ist und warum wir Schuldgefühle haben, wenn wir ein derartig mörderisches Wesen töten. Es wäre als zweite Theorie aber auch möglich, dass Providence mehr als nur ein Beschützer eines einzelnen Planeten ist und er erkennt, welche Zerstörungsmacht die Gegenstände besitzen, die an Bord des Schiffes sind. Er sorgt also dafür, dass der Teleporter an Bord des Schiffes gebracht wird und nutzt ihn dann dazu, das Schiff über einem unbemannten und ohne eine zivilisierte Rasse versehenen Planeten stürzen zu lassen. Hier wäre ein logischer Grund gegeben, warum er das Schiff angreift. Da er hofft, so die Verluste zu minimieren. Da die Relikte auf den Heimatplaneten alle gut beschützt oder zumindest in stark bevölkerten Gebieten gewesen wären, konnte er sie dort nicht holen. Er versucht nun also, das Schiff zum Absturz zu bringen und die Crew da zu behalten, um zu verhindern, dass sie berichten, wo alles gestrandet ist und man es wiederholen könnte. Außerdem nehmen wir ja selber schon eine gute Menge der Gegenstände wieder mit, wenn wir bis zu ihm gekommen sind. Der Untertitel Bollwerk der Schwachen würde hier insofern Sinn ergeben, als dass er versucht, alle Schwachen des Universums vor der zerstörerischen Macht dieser Gegenstände zu beschützen. Allerdings erklärt diese Theorie auch nicht, wie es möglich war, den Teleporter auf das Schiff zu bekommen. Eine dritte Alternative wäre, dass Providence ein göttliches oder sonst wie mächtiges Wesen ist, dessen Ziel darin besteht, die Lemuren und anderen Bewohner seines Heimatplaneten zu beschützen und aus diesem Grund das Schiff mit allen Gegenständen dafür ausnutzen möchte, den Planeten vor weiterentwickelten Völkern zu schützen. Also, dass er die Macht der Fracht erkennt, aber zu seinem Nutzen verwenden will. Die Scavenger, die man auf dem Planeten trifft, könnten in diesem Fall für Providence die Gegenstände einsammeln. Allerdings ist der Ursprung des Teleporters auch hier wieder nicht erklärt. Als vierte Theorie wäre es noch möglich, dass er der letzte Überlebende einer alten Rasse ist und dass er
diese Rasse die Tempel und anderen Gebäude erbaut hat, von denen nur noch Ruinen übrig sind. Er hat sich nun geschworen, den Planeten zu beschützen und wie auch immer möglich dessen Bewohnern ein friedliches Leben zu ermöglichen. Ob er dies tut, weil seine Rasse dies als ewigen Wunsch hatte oder es schon seit jeher sein eigener Wunsch und Plan gewesen war, der sich vielleicht sogar gegen seine eigene Rasse gestellt hat, können wir nicht wissen. Er will in diesem Fall aber auf jeden Fall verhindern, dass der Teleporter in falsche Hände gerät und er hat hierzu leider nur eine Wahl. Und hier wieder das Problem. Wie kommt der Teleporter an Bord des Schiffes? Und hier kommen wir zur letzten Theorie, die mir erst nach einiger Zeit und der Recherche der nach unten verlinkten Texte gekommen ist. Und die Theorie ist wie folgt. Die Abkürzung UES auf unserem Raumschiff steht für United Earth Shipping und ist also eine Art Transportunternehmen, das seinen Hauptsitz auf der Erde hat. Als Transportunternehmen wäre der Besitz einer Teleportationstechnologie unbezahlbar und würde eine solche Macht versprechen, dass man zum Herrscher ganzer Sonnensysteme aufsteigen könnte. Die UES versucht also eine Methode der Teleportation zu finden und findet schließlich einen Planeten, auf dem diese Technologie bereits erfunden wurde. Stellt allerdings fest, dass ihnen die Bewohner feindlich gesinnt sind und es trotzdem keine Hochkultur auf dem Planeten mehr zu geben scheint. Sie schicken also, wahrscheinlich nach einigen gescheiterten Versuchen, eine Truppe aus Spezialisten, um einen Teleporter zu klauen. Die Truppe besteht aus einem Scharfschützen, einem Banditen, einem Vollstrecker, einer Jägerin, einem Geologen, Bergarbeiter, einem Mechaniker, einem Söldner und einem Soldaten. Zusätzlich sind da noch ein Putzroboter, ein Kochroboter und ein Roboterträger dabei, sowie eine lebendige Biowaffe, die als Notfallablenkung gedacht war oder die man hier einfach nur loswerden wollte. Es ist hierbei nicht sicher, dass alle Mitglieder sämtliche Missionsdetails gewusst haben. Es kann genauso gut sein, dass nur ein Teil der Truppe die wahre Mission kannte und der Rest nur das Schiff bewachen sollte, da im Monsterlog von Providence ja auch erwähnt wird, dass der Charakter, der das Monsterlog geschrieben hat, nicht weiß, woher der Teleporter stammt. Genauso gut kann es aber auch sein, dass keiner in der Truppe wirklich weiß, worum es geht. Und es wurde nur gesagt, stiehlt diese Apparatur hier. Die Truppe schafft es aber erfolgreich, den Teleporter zu entwenden und sie fliehen damit auf das Schiff. Sie gehen davon aus, dass sie unentdeckt entkommen können und heben ab. Doch Providence bemerkt diesen Akt, diesen Diebstahl und folgt ihnen durch eben diesen gestohlenen Teleporter und ihm folgt eine große Menge an Kreaturen des Planetens unter seiner Kontrolle. Sie bringen das Frachtschiff der UES zum Absturz und versuchen die Diebe daran zu hindern, wieder damit abzuheben. Ein weiterer Hinweis wird uns hierdurch gegeben, dass jeder der spielbaren Charaktere einen Satz hat, der nach dem erfolgreichen Durchspielen gezeigt wird. Viele hiervon geben Hinweise darauf, dass die Truppe etwas Unmenschliches gemacht hat. Ob dies nun die unglaubliche Leistung war, auf diesem Planeten zu überleben, oder die schreckliche Tat, die sie mit dem Diebstahl begangen haben, wird nicht näher definiert. In dieser Interpretation ist Providence wohl der letzte Überlebende seines Volkes und er nutzt seine Unsterblichkeit und die Technologie über die Teleportation geheim zu halten, entweder um seinen Heimatplaneten vor Plünderern und Krieg zu bewahren, oder deswegen, weil er weiß, dass eine solche Macht nicht in die Hände der Menschheit oder anderer weit entwickelter Spezies fallen darf. Da Providence zwei Wesen beschwört, die den Tempelwächtern sehr ähnlich sind, vermute ich, dass der Tempel entweder wirklich zu seinen Ehren oder als er noch lebte von seinem Volk zur Verteidigung erbaut wurde. Sein Volk ist vermutlich auch verantwortlich für die Imps, jene teleportfähige schwarzen Wesen mit einem Auge. Vermutlich sind sie eine Art fehlgeschlagenes Projekt der Teleporter, was auch erklären würde, warum sie alle auf der Insel angreifen, nicht nur den Spieler alleine. Die Tonmenschen sind vermutlich auch ein Überrest fehlgeschlagener Experimente. Es ist auffällig, dass die Steingolems genauso wie Providence und die Imps nur ein Auge haben. Wahrscheinlich wurden sie von Providence erschaffen, zum einen als Wächter, zum anderen um seine Einsamkeit zu vertreiben. Es ist denkbar, dass der uralte Geist und die anderen Flammengegner auch von Providence erstellt worden sind. Providence scheint also weitaus mächtiger zu sein als ein normales Wesen. Und ich denke, dass dies durch eine Mischung aus Magie, Forschung und Technologie erreicht wurde. Laut dieser Theorie sind wir als Spieler also der Böse. Und mit unserem Sieg über Providence ermöglichen wir, dass der Planet ausgeplündert und auf der Suche nach mehr Wissen komplett verwüstet wird. Durch den erbeuteten Teleporter bringen wir die gesamte Galaxie in Gefahr, von einer machthungrigen Firma übernommen zu werden. Ja, eigentlich wäre das das Resultat einer erfolgreichen Runde Risk of Rain. Wäre da nicht das hier. Wir kennen diesen Sound. Es ist das Geräusch, wenn sich Providence teleportiert. Und es ist wahrscheinlich, dass er nun doch nicht tot ist und auch nicht aufgegeben hat. Er hat sich wahrscheinlich wieder regeneriert und wiederbelebt und wird das Schiff dieses Mal komplett zerstören und sicherstellen, dass keiner überlebt.
Providence ist also wirklich unsterblich geworden. Und egal wie man es anstellt, er wird die Bewohner seines Planeten und die der gesamten Galaxie vor den Erfindungen seines eigenen Volkes bewahren. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr Fehler gefunden oder eigene Theorien zu Risk of Rain habt oder Spiele, die ich in Zukunft in Lore-Videos behandeln soll, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich über jegliches Feedback. Nächste Folge geht es dann wahrscheinlich erst einmal um das Spiel Hyper Light Drifter und dessen Lore. Master of Suicide, over and out.